At 15 years old, I was doing sound engineering. So I was playing with frequency. I was playing with equalizers. Now, I figured out that hertz is to understand the frequency vibration, right? If I play with those frequencies, right, I can target certain parts of the mind, target the frequency to go to certain parts of the mind, and I can literally, like, if I want you to astral project, right? You know what astral projection is? Yeah. If I want you to astral project, or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. Hey Leute, heute beschäftigen wir uns mit einer globalen Musikverschwörung. Ja, ich glaube, so könnte man das kurz beschreiben. Kurz gesagt geht es darum, dass unsere Musik, die wir täglich anhören, eventuell schädlich für Körper und Geist sein könnte. Wieso das so ist und wie es dazu kam, erfahrt ihr in dem heutigen Video. Nun, jede Musik, die wir uns anhören, ist auf einer bestimmten Tonhöhe eingestellt, sodass alle Instrumente harmonisch zusammen erklingen können. Man spricht dabei von dem sogenannten Kammerton, der sich auf 440 Hertz befindet. In manchen Ländern ist er sogar bei 446 Hertz oder auf 442 Hertz. Mit Hertz wird die Anzahl der sich wiederholenden Vorgänge pro Sekunde beschrieben, also letztendlich die Frequenz bzw. die Tonhöhe. Früher befand sich der Kammerton auf 432 Hertz, also ganze 8 Hertz unter dem heutigen Standard. Das ist jedoch nicht irgendeine Zahl, sondern laut vielen Quellen eine der harmonischsten Frequenzen überhaupt. Die 432 wurden von alten Kompositionsmeistern wie Bach, Haydn, Beethoven, Brahms und Mozart genutzt. Auch im alten Ägypten und im alten Griechenland waren 432 Standard. Sogar in Indien. All diese Kulturen einigten sich unabhängig in völlig verschiedenen Zeitperioden auf diese Standardfrequenz. Moderne Forschungen bestätigen, dass diese 432 Hertz therapeutisch wirken, Depressionen lindern und sehr harmonisch für das Ohr sind. Mitbegründer dieser Bewegung war Rudolf Steiner, der bereits 1920 viele Effekte dieser Frequenz belegte. Doch wie kam man eigentlich darauf, dass genau diese Frequenz so natürlich ist? Begründen kann man diesen Ursprung durch die sogenannten Planetenklänge bzw. Planetenschwingungen. Hierbei werden die Umlaufbahnen von Planeten in Frequenzen umgewandelt. Da die Frequenzen weit außerhalb des menschlichen Hörvermögens liegen, werden sie so lange um eine Oktave erhöht, bis sie für das menschliche Ohr wahrnehmbar sind. Bereits Pythagoras erforschte diese Planetenschwingungen und nannte sie Sphärenharmonie. Später dann im 16. Jahrhundert veröffentlichte Johannes Kepler sein Werk Harmonics Mundi, in dem er darstellte, wie sich die Umlaufbahnen von Planeten berechnen ließen. Der Musikwissenschaftler Hans Cousteau berechnete nun diese Umlaufbahnen und wandelte diese getreu der Sphärenharmonik in Frequenzen um. So erkannte er, dass die Frequenz der Schwingung der Erde um die Sonne innerhalb eines Jahres eine gewisse Höhe hatte. Dieser sogenannte Jahreston der Erde entspricht der Frequenz von 0,000000316875412 Hertz. Dieser Ton ist natürlich unhörbar. Falls man diesen jedoch in der 32. Oktave erhöht, ergibt sich die Frequenz von 136 Hertz. Diese ist wiederum sehr bekannt, weil das indische Om und die Grundstimmung des Saiteninstruments Sitar genau auf 136 Hertz sind. Es scheint also so, dass mathematisch nachgewiesen wurde, dass die traditionelle indische Musik schon immer etwas richtig gemacht hatte. Wie auch bei vielen weiteren grenzwissenschaftlichen Themen nähert sich die Mathematik und die Physik an die Erkenntnisse an, die bereits vor Tausenden von Jahren gemacht wurden. Manche mögen es als esoterisch bezeichnen, eventuell ist das auch bisher einfach eine Ansichtssache. Nun denn, wenn man die 136 Hertz nun in der Tonfolge nach oben bis zum Ton A1, dem Kammerton, erhöht, ergibt sich 432 Hertz. So, und jetzt kommen wir auch schon zu dem großen Problem. Unser heutiger Kammerton befindet sich auf 440 und nicht mehr auf 432. Das bedeutet, es gibt diese 8 Hertz Unterschied, die sich nicht begründen lassen. 440 sind deutlich unnatürlicher und haben auf den Menschen einen belastenden Effekt. Das ist keine Behauptung meinerseits, sondern lässt sich teilweise durch die Kymatik-Forschung darstellen. Die Kymatik ist eine Forschungsrichtung, um die Wirkung von Frequenzen auf Materie zu visualisieren. Im Folgenden seht ihr ein Bild, um diesen Unterschied darzustellen. Bei diesem Experiment nach Jamie Barturf wurde Wasser mit Frequenzen beschallt und die Veränderungen wurden visualisiert. Auf der linken Seite sieht man die harmonische Frequenz und auf der rechten Seite den disharmonischen Kammerton. Nun möchte ich einmal eine Frage in die Runde stellen. Wir als Menschen bestehen zu ca. 70% aus Wasser.
Welche Wirkung hat nun der disharmonische Kammerton auf unseren Körper und Geist, wenn man sich dieses Bild anschaut? Mir fällt da nur Chaos ein. Nun, das ist natürlich kein endgültiger Beweis, aber sollte zumindest zum Denken geben. Für mich hört es ab diesem Punkt auf, esoterische Theorie zu sein, sondern wenigstens Hand und Fuß zu haben. Aber wie kam es nun eigentlich dazu, dass 432 auf 440 geändert wurde? Hierzu gibt es eine sehr dunkle Theorie, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. 1939, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde diese Änderung angenommen. Die International Federation of the National Standardizing Associations, Jesus Christ, in London sprach sich dafür aus. Laut einigen Quellen sei dies von Roosevelt, Churchill und Franco Mussolini durchgeführt worden, um die Gesellschaft zu destabilisieren. Es ging angeblich darum, die Aggressivität vor dem bevorstehenden Krieg zu fördern, sodass sich der Krieg einfacher legitimieren ließ. Wie wir bereits herausgefunden haben, bewirkt der neue Kammerton ja tatsächlich eine destruktive Veränderung. Um den Krieg gegen das deutsche Volk zu legitimieren, wurde also die Gesellschaft nervös gemacht und zusätzlich gereizt, um Harmoniebedürftigkeit einzuschränken. Die offizielle Version ist, dass es durch die ganzen Länder nie zu einer Einigung kam, welcher Kammerton denn nun verwendet werden sollte. Aufgrund dessen einigte man sich daraufhin auf 440. An dieser Version stört mich allerdings, dass 432 nachgewiesenermaßen mit mathematischen Berechnungen harmonischer ist und dass selbst heute in vielen verschiedenen Ländern unterschiedliche Kammertöne genutzt werden. Das bedeutet, dass diese Einigung damals ziemlich sinnlos war. Daraufhin mussten alle Instrumente neu gestimmt werden und jede Musik, die wir heutzutage im Radio, auf Spotify oder auf CD anhören, unterliegt nun dieser neuen Stimmung. Aber probiert es am besten einmal selbst für euch aus. Im Folgenden habe ich euch zweimal dasselbe Lied, einmal in 432 Hz und einmal in 440 Hz abgespielt. Wenn euch die erste Version besser gefällt, dann kommentiert mit Hashtag 432 in die Kommentare und wenn euch die zweite Version besser gefällt, kommentiert mit Hashtag 440 in die Kommentare. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein besseres Verständnis dafür gegeben, welchen Einfluss Musik auf den Körper und die Psyche haben kann. Frequenzen sind sehr wirksam, vor allem in diesen hohen Bereichen von über 400. Um es noch besser zu verdeutlichen, habe ich euch auf meinem Zweitkanal Neobeats ein Video hochgeladen. Das ist eine komplette Neobeat-Session, die auf 432 Hz gestimmt wurde. Probiere diese Session am besten jetzt direkt im Anschluss aus. Klicke dafür auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt vorsichtig und bis zum nächsten Video.